Willkommen in Südamerika. Seit 4 Jahren sind wir hier unterwegs und wir haben bemerkt, dass viele Neuankömmlinge etwas überfordert sein können damit, wie Land und Leute funktionieren. Also es gibt ein paar Dinge, die ihr wissen müsst und deshalb haben wir heute für euch die wichtigsten Tipps zusammengefasst, die euch helfen werden, wenn ihr zum ersten Mal in Südamerika reist. Aber vergesst nicht, die anderen Videos auf meinem Kanal zu sehen. Es gibt viele Themen, die eher für fortgeschrittene Südamerika-Kenner etwas sind, aber nicht zu anspruchsvoll. Also los geht's! Ja, also, Paul, wir machen das heute gemeinsam, ja? Absolut. Der Paul ist ja eigentlich Südamerika-Profi, 60.000 Kilometer mit dem Auto gefahren in 7 Ländern in Südamerika. Aber heute, Paul, geht es um Neulinge, Leute, die zum ersten Mal nach Südamerika kommen, okay? Okay, ja. Und was sie wissen müssen. Die haben viel vor. Wir beginnen mit der Sprache. Es ist nämlich wichtig, die Sprache zu lernen, oder was glaubst du? Ja, also es würde sicher helfen, wenn man die Sprache spricht. Das ist sicher schon mal ein Bonus. Ja, wie war es bei uns? Ja, also wir haben schon bemerkt, wir haben nicht wirklich gewusst, mit was wir rechnen, aber wir haben bemerkt, Leute hier sprechen nicht Englisch. In Städten kommt es manchmal vor, aber wenn man in kleinen Ortschaften unterwegs ist, mit Englisch kommt man nicht weit. Man muss also entweder Spanisch oder Portugiesisch lernen. Es gibt jetzt Tipps dafür, wie kann man das machen, wenn man jetzt sich unterhalten muss und man kann es noch nicht. Ja, also ich glaube grundsätzlich, also einmal versuchen zu kommunizieren ist einfach das Beste, das mache ich immer. Auch keine Angst zu haben, dass man irgendwelche Fehler macht, weil das bringt gar nichts. Da ist es besser, man sagt einfach mal Dinge, die auch nicht stimmen. Das stimmt, die Leute schätzen wirklich die Arbeit und den Aufwand, den man reinsteckt, wenn man einfach nur versuchen möchte, die Sprache zu sprechen. Es ist wichtig, finde ich, zu wissen, zu sagen, wo ist etwas, wie viel kostet das. Vielleicht Zahlen sind wichtig und sonst natürlich Google Translator, ne? Genau, also das funktioniert schon auch immer, vor allem diese Apps, die werden ja auch immer besser. Also du kannst tatsächlich auch schon mit dem App sprechen und das antwortet dem anderen oder der anderen. Genau. Also die Möglichkeit gibt es auch, ChatGPT macht das sehr gut. Ja. Man kann auch auf Google Translator die Sprachen runterladen, wenn man gerade keinen Empfang hat am Handy, dann geht das auch ganz gut, oder? Absolut, ja. Grundsätzlich, wenn man länger sich hier aufhält, kann man natürlich auch Spanischschulen, Portugiesischschulen besuchen. Die sind auch gut, um sich zu vernetzen mit anderen Reisenden. Und ja, grundsätzlich ist es wichtig, die Sprache zu können. Und ich glaube, eins, was noch ganz wichtig ist hier, ist also das mit dem Portugiesischen. Also wir kennen tatsächlich Leute, die nicht nach Brasilien kommen wollen, weil sie nur Spanisch können. Großer Fehler. Und das ist absolut kein Grund, hier nicht herzukommen. Brasilien ist super. Einerseits ist es super hier, andererseits ist es auch so, die Brasilianer sind schon richtig happy, auch wenn du nur Spanisch oder Portunhol sprichst, also so eine Mischform zwischen Portugiesisch und Spanisch. Und ich glaube einfach, dass du dich darin versuchst, das ist schon einmal ein guter Punkt. Die Bemühung wird richtig wertgeschätzt. Absolut. Ja. Nächstes Thema ist Sicherheit. Sicherheit ist ein sehr sensibles Thema. Wir werden immer über die Sicherheit gefragt, meistens von Leuten, die halt noch nicht hier sind. Ist es sicher? Ist es wirklich so gefährlich? Ist es so gefährlich, Paul? Nein, also solange du dein Klappmesser dabei hast und ein bisschen Karate kannst, ist das schon kein Problem. Nein, also wir haben uns zum Glück immer ziemlich sicher gefühlt die letzten 4 Jahre. Man muss halt ein bisschen Hausverstand haben, ja? Man muss sich halt ein bisschen umsehen, man muss sich bewusst sein, was um einen herum passiert. Wir haben uns entschieden, keinen Schmuck oder so zu tragen. Absolut, Wertgegenstände eher zu Hause zu lassen, besonders wenn man nachts unterwegs ist. Na, man passt halt einfach auf. Wo sind andere Leute? Hausverstand ist hier sehr wichtig. Also wenn du natürlich allein auf der Straße bist in der Nacht und dann nachher dein Handy rausnimmst und damit Aufnahmen machst oder so, dann ist das vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Aber an sich, wenn du dich einfach mit den lokalen Leuten immer dort aufhältst, wo die auch sind und wo andere Menschen sind, also ich würde sagen, es ist kein Problem. Als wir in Kolumbien waren, habe ich mir etwas zugelegt, nämlich eine zweite Geldbörse, eine billige, die ich fast immer dabei habe, wenn ich dran denke, für den Fall, dass uns jemand ausrauben möchte, dass ich die ihm dann einfach so hinschmeiße. Da ist dann vielleicht ein bisschen Geld drin, ungefähr 5 Euro umgerechnet, falls sich ein Dieb nicht mit nichts zufrieden geben möchte, wenn er einfach irgendwas möchte und dass man ihn los will. Also zweite Geldbörse vielleicht könnte ein Tipp sein, auch fürs Gewissen. Genau, ja. An sich glaube ich, ein guter Tipp ist auch,
ja, schaut nicht ängstlich aus oder irgendwie total verwirrt oder sonst irgendwas, sondern wenn man auf die Straße geht und ein Ziel hat und man weiß, wo man hingeht und das auch mit flotten Schritten und auch Determination hat und sagt, okay, da gehe ich jetzt hin und das ist jetzt so, da wirkt man schon ganz anders, als wenn man irgendwie so nicht weiß, was man hier macht und was man hier tut. Ja, ein weiterer Trick, auf den man achten sollte, sind unregistrierte Taxis in manchen Ländern. Denn nur weil ein Taxi gelb ist und eine Schrift drauf ist, heißt es nicht unbedingt, dass es registriert ist. Da haben wir schon öfters Horror-Stories gehört, oder? Von Leuten, die dann von Taxifahrern ausgeraubt wurden, die mussten dann ihr Geld abgeben. Also da ist es immer besser, darauf zu achten, dass es auch ein richtiges Taxi ist. Genau, also an sich, uns ist das noch nicht passiert, aber auch eine Option, und ich glaube, das geht dann gleich in den nächsten Punkt über, oder? Transportation. Transport, ja. Da würde ich sagen, eine Option ist Uber. Das ist an sich deshalb gut, weil du natürlich schon im Vorhinein, also mit dem Uber-Driver, das Ganze über das App abwechselst und der natürlich auch Reviews und so weiter hat. Aber es gibt natürlich auch wieder Probleme, wenn es um Uber geht. Ne? Genau, also beim Transport hier, wir fahren ja eigentlich selbst mit dem Auto, aber wir haben die ersten paar Monate unserer Reise auch mit Uber und so weiter verbracht. Und wenn wir irgendwo länger in Städten sind, nehmen wir auch Uber, um irgendwo hinzukommen. Da muss man einfach nur aufpassen. In Kolumbien zum Beispiel ist Uber offiziell nicht erlaubt oder ist eine Grauzone. Auf jeden Fall sind sie nicht gern gesehen. Nicht so gern gesehen. Also es gibt ja auf der ganzen Welt diese Kontroverse mit Uber, also einfach, dass die Taxiindustrie und da was dagegen hat und vielleicht auch andere Businesses. Aber an sich, also wir mögen es eigentlich sehr gern, aber gerade in Kolumbien musst du manchmal zum Beispiel vorne einsteigen bei Uber, damit die anderen Menschen es nicht wissen, dass du eigentlich von einem Uber abgeholt wurdest, sondern nur von einem Freund oder so. Ne? Und falls ihr vom Flughafen vielleicht wegfahren wollt, da kann Uber auch problematisch sein, weil die Polizei vielleicht die Uber aufhält und ihr dann aussteigen müsst und dann müsst ihr euch dann eine neue Transportmöglichkeit suchen. Also vielleicht vom Flughafen zum Hotel ein Taxi könnte besser sein. Es gibt auch in den meisten Ländern hier verschiedene Dienste, also nicht nur Uber, sondern auch lokale Dienste, die dann auch schon direkt aus dem Land kommen. Manche von denen kann man zum Beispiel auch mit Bargeld bezahlen. Also einfach immer schauen und informieren, was gerade in diesem Land eben populär ist im Moment. Genau. Es gibt natürlich auch Busfahrten zwischen verschiedenen Städten und Ländern. Da ist zu beachten, dass sie ziemlich lange dauern können, weil die Straßen hier sehr eng sind, also zweispurig und auch sehr kurvig. Und das Ganze kann dann schon mal Stunden und Tage lang dauern, bis man irgendwo ankommt. Aber es gibt auch sehr schöne Busse, also so Overland-Busse sind teilweise auch eben schön mit Klimaanlage und vielleicht auch mit Fernseher und so weiter. Ja. Also da kann man auch, es gibt sogar Nachtbusse, wo man schlafen kann, also wo es auch sehr gemütlich ist. Das stimmt. Also muss man sich einfach suchen, was und man sonst gibt es natürlich auch Flüge, ne, die können auch manchmal überraschend günstig sein. Also man muss da nur suchen auf Skyscanner oder wo auch immer. Südamerika ist relativ groß. Ja, die Busse können langsam sein, aber nicht nur die Busse. Generell alles hier hat einen etwas langsameren Lebensrhythmus. Ja, ich glaube, dass man ja eigentlich nur gern nach Südamerika kommen möchte, weil man so ein bisschen diesen Vibe auch ganz gern genießen möchte, oder? Ja, Paciencia oder so. Und das ist ja auch super, wenn man zum Beispiel ein Tourist ist und hier auf Urlaub ist. Ein Neuankömmling, der findet das vielleicht auch noch relativ praktisch. Ich denke, den langsamen Lebensrhythmus genießt man, wenn man nur eine kurze Zeit hier ist, auf jeden Fall. Es kann natürlich zu Problemen kommen, wenn man sich auf etwas verlassen möchte. Zum Beispiel in ein Restaurant gehen oder ein Hotel suchen. Wir nehmen dazu Google Maps und wir haben schon so oft gesehen, dass die Information einfach nicht stimmt. Vielleicht gibt es das Hotel nicht mehr, das Restaurant sperrt nicht um 18 Uhr auf, sondern erst um 20 Uhr oder hat an dem Tag gar nicht offen. Also man muss sich an die Flexibilität gewöhnen, die hier herrscht, eigentlich am ganzen Kontinent. Je nach Land mal mehr, mal weniger, oder? Genau, also ich würde das auch jetzt, wenn man seine Reisen beginnt, ein bisschen einplanen, dass gewisse Dinge halt einfach doppelt so lang dauern, wie man sich das vorstellt. Und ja, dann geht es einem damit sicher besser. Ja, mit Geduld kommt man hier weiter. Genau, viel Geduld.
Wenn man es dann mal in ein Restaurant geschafft hat, dann freut man sich, oder? Ja, genau. Also man braucht ja auch wieder die Gemütlichkeit und wird wahrscheinlich ein bisschen länger warten, bis man das Essen bekommen hat. Aber wenn es dann mal soweit ist gut. Der ein Tipp für Fleischliebhaber: Es ist ganz wichtig, dass man ihnen mindestens ein paar Mal sagt, dass man das Fleisch auch wirklich rare, also blutig haben möchte. In Brasilien wäre das mal passado. Das macht man hier sonst normalerweise nicht. Ja. Ja, der Paul ist beim Fleischessen sehr speziell, oder? Ja, also es ist halt hier sehr üblich, dass man Dinge einfach verbrennt, also Fleisch. Das ist halt relativ steinhart, das ist hier die Mode. Und wenn man es halt ein bisschen weicher haben will oder weniger durchkocht, dann muss man das halt auch wirklich so mitteilen. Ja. Okay, wenn wir schon über das Fleisch reden, dann vielleicht auch Zucker ist ein Ding, das uns nicht so bekommt. Ja, wir bestellen unsere Sachen immer ohne Zucker, Säfte ohne Zucker, Kaffee ohne Zucker. Genau, Und es kommt trotzdem oft mit Zucker. Ja? genau. Wir sagen dann den Leuten Kaffee, aber ohne Zucker bitte. Kommt der Kaffee, man trinkt ihn, man sagt, er hat aber Zucker. Und sie sagen, ja, aber nur ein bisschen. Nur ja? ein bisschen Zucker. Dann nehmen sie den Kaffee mit und man hört in der Küche, wie sie sagen, ja, Allemand, Allemand, ja, die Deutschen Ja, genau. können keinen Zucker ab oder so. Ja, Genau. nein. Aber Zucker war schon wirklich ein Überall. Ne? Du hast Ja. auch gesagt, Wein war schon mit Zucker. Ja, ich habe Extra schon mal, gesüßt. als ich mal einen Saft bestellt habe, ohne Zucker, der kam dann mit Zucker, habe ich wieder zurückgeschickt, sagt er, den Saft bitte ohne Zucker. Und dann hätte ich noch gern einen Wein und dann habe ich spaßhalber dazu gesagt, aber den Wein ohne Zucker, ja? Und dann habe ich den Wein bekommen und der war sehr süß und dann frage ich, ob sie da Zucker reingegeben hat. Und sie sagt, nein, natürlich nicht, ne? Dann wollte ich die Flasche sehen und dann hatte der Wein in den Zutaten schon Zucker. Genau. Also das kann halt auch passieren. Ja, genau. Ja. Aber wenn es dann mal vorbei ist, das schöne Essen, dann geht es ums Bezahlen. Und hier in Brasilien ist es ja so, da werden automatisch 10% Trinkgeld dazu gerechnet. Das ist hier relativ normal. In manch anderen lateinamerikanischen Ländern, da muss man dann selbst entscheiden, wie viel man Trinkgeld geben möchte. Wir geben meistens um die 10%, aber viele Einheimische runden oft nur auf. Es ist wirklich jetzt in Brasilien eine Besonderheit, dass es halt meistens schon inkludiert ist. Das ist uns eigentlich ganz recht. Ne? Und sonst, also in vielen anderen südamerikanischen Ländern hatten wir damit gar kein Problem mit diesem Aufrunden. Das Einzige, wo es uns aufgefallen ist, ist so in richtig touristischen Gebieten in Mexiko. Da gelten schon amerikanische Sitten und da sind dann 10% nicht genug und da musst du dann teilweise, also wie ein guter Amerikaner, 20% auch geben. Da wurden wir schon mal beschimpft, als wir aus dem Lokal rausgegangen sind, oder? Weil wir nur 10% gegeben haben. Oder Genau, so. das Ja. ist halt schade, dass sich das halt so irgendwie durchsetzt, ne? Aber da muss man halt irgendwie mitmachen, weil so ist die Kultur halt dort einfach. Naja. Was anderes, was noch wichtig ist, dass Kreditkarte wird meist akzeptiert, ne? Besonders in Brasilien. In Brasilien In ist das Städten total üblich. generell schon, am Land nicht immer. Und da kann es oft sein, wenn Sie dann Kreditkarte akzeptieren, dass Sie eine Gebühr von 5% draufschlagen. Also hier ist immer gut, wenn man Bargeld dabei hat. Für die Geldautomaten auch wichtig, eben, dass man Geld abheben geht. Und dass das oft früher am Tag einfacher geht als später am Tag, weil die Automaten haben irgendwann kein Geld mehr, weil alle Leute hier Bargeld ziehen, weil sie selten mit Karte zahlen. Genau, das ist auch wichtig. Ja. Ja. Große Scheine ist oft gut, in kleinere Scheine zu wechseln, weil oft größere Scheine nicht akzeptiert werden, weil sie wahrscheinlich vor gefälschten Scheinen Angst haben. Ne? Ja. Ja. Gut. Gut. Na, vielleicht auch jetzt so als Überleitung mit dem Bezahlen gehen wir zu den Preisen hier in Südamerika. Ja, Ja, Preise, also es ist schon etwas günstiger, als man es vielleicht von zu Hause kennt, aber generell nicht so günstig, wie man es sich vielleicht erwartet, besonders Ja. wenn... Ja, vor allem, wenn du dir einen gewissen Lebensstandard suchst und du sagst, okay, du möchtest halt doch so auch leben wie jetzt in Europa oder auch in den USA, dann hast du halt schon das Problem, dass du weiterhin auch europäische Preise zahlen wirst. Für solche Sprich Dinge. beim Essen, wenn man gut essen möchte oder wenn man eine Wohnung haben möchte mit Klimaanlage, mit ein bisschen Luxus einfach und nicht lebt wie viele Einheimische, ne? Die auch kein Glas haben bei den Fenstern, wenn es warmes Klima gibt. Also an sich hast du natürlich in Südamerika schon einen gewissen Discount jetzt gegenüber von Europa,
Aber man darf hier nicht glauben, dass man hier sehr, sehr günstig reisen wird. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass du mit viel, viel weniger leben kannst, aber die Frage ist halt, wie lange du das dann auch machen möchtest. Der Punkt ist halt vor allem deshalb auch wichtig, weil wir gemerkt haben, dass in diesen 4 Jahren, wo wir hier nach Südamerika gekommen sind, doch auch einige gibt, die gekommen sind und auch schon wieder gegangen sind. Unter anderem auch, weil sie sich das Leben nicht unbedingt leisten konnten. Ja, sie sind vielleicht mit etwas Ersparten gekommen und das ist aber dann schneller weg, als man denkt. Es ist halt so die Balance. Wenn man dann sagt, okay, ich versuche dann halt mit viel weniger zu leben, dann gefällt es einem vielleicht auch nicht mehr ganz so. Ne? Und wenn man dann aber mehr ausgeben möchte oder muss, dann muss man sich das auch irgendwie finanzieren können. Ja, und Arbeit zu finden hier kann schwer sein, wenn man lokale Arbeit sucht, also angestellt irgendwo, da hat man halt dann ein Gehalt, mit dem man sich auch nicht viel leisten kann. Beziehungsweise muss man dann seinen Standard sehr ändern. Also das ist etwas, was viele Auswanderer, also Leute, die dann länger hier sind, schon bedenken, wie macht man Geld. Aber Genau, das ist eigentlich etwas dann für Leute, die länger hier sind und nicht zum ersten Mal. Ne? Absolut, Ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt ist die Kommunikation mit den Menschen. Ja? Ich nenne es mal eine beziehungsorientierte Kommunikation. Genau, und da geht es jetzt auch nicht um die Sprache, sondern um einfach kulturelle Konversationen. Ja, die kulturellen Unterschiede. Wir sind es eher gewohnt, dass wir jemandem sagen, was wir wollen von vornherein. Das wäre uns wichtig. Das ist aber hier so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Unsere Art, wo ich denke, sie ist zeitsparend für alle Beteiligten, ist hier ein bisschen forsch. Also die Leute wollen sich gerne zuerst mit dir verstehen. Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Die wollen vielleicht auch mit dir essen gehen, bevor sie entscheiden, ob sie für dich eine Arbeit machen wollen. Ja, das kann durchaus anstrengend sein, aber ich glaube, sprengt jetzt so ein bisschen den Das stimmt. ganzen Rahmen dieses Videos und vielleicht können wir ja im nächsten Video dann darüber sprechen. Genau, das ist etwas für Leute, die, wenn ihr so wie wir auch länger hier bleiben wollt, dann wären diese restlichen Tipps auch nützlich für euch. Absolut. Wenn ihr vielleicht mit uns mit einem Zoom-Call über eure Fragen für Südamerika sprechen wollt, über erstmaliges Reisen, über längeres Leben hier, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ich packe einen Link in die Beschreibung. Und sonst vergesst nicht, die anderen Videos auf meinem Kanal zu sehen. Da geht es um Themen wie Auswandern, Autokauf, Grundstückskauf, Mieten und Kaufen in Südamerika. Verschiedenste Dinge. Ich freue mich, euch dort zu sehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Absolut, es hat mich gefreut und wir sehen uns im nächsten Video. Alles klar. Tschüss. Ciao.